Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute habe ich für euch ein Zwetschgen oder auch Pflaumenchutney mitgebracht. Dieses wunderbare Rezept von Pi mal Auge 1820 werde ich euch heute vorstellen. Es ist leider kein Originalrezept, wie ihr das von mir gewohnt seid. Nichtsdestotrotz glaube ich, die Komposition der Zutaten wird wirklich sehr, sehr lecker sein. Und zwar in diesem Rezept trifft die europäische und deutsche Obstküche auf den Orient. Und das bedeutet, genau, wunderbare Gewürze kommen ins Spiel. Wir werden gleich in die Küche gehen und uns dieses Rezept angucken. Vielleicht noch ein kurzer Hintergrund. Also um 1820 hat man noch sehr, sehr viel eingekocht, um die Chutneys in dem Fall haltbar zu machen. Und hier war ein Chutney auch nicht einfach nur ein Brotaufstrich, es war etwas ganz Besonderes. Es gab es zu Festtagen, zu Fleischgerichten und nicht nur einfach nebenbei. Deshalb schätzt dieses Gericht wert, denn es ist es wert. Und vielleicht noch zwei historische Aspekte. Der Zucker, den wir verwenden, ist Kandiszucker. Früher, in dieser Zeit, war die Raffination von Zucker bereits bekannt und ist nach und nach, ich sag mal, in die Umsetzung gegangen. Aber nichtsdestotrotz war Zucker noch ein rares und seltenes Gut. Und deshalb haben die Menschen halt Alternativen gesucht und genommen. So, das reicht jetzt auch für den historischen Hintergrund. Wir gehen in die Küche und werden das Rezept nachkochen. Kommt mit, los geht's. So, hier sind die Zutaten für das Pflaumenchutney. Wir nutzen hierfür Zwetschgen, und zwar die richtig reifen. Also das ist natürlich deutlich mehr, aber ich würde die klar aussortieren und nur die richtig reifen nutzen dafür, denn wir haben genug Säure. Denn hier hinten steht noch ein Glas mit 300 Milliliter Weinessig. Dazu kommen Kandiszucker, ich habe mir die Feingemalerinnen genommen, 450 Gramm. Dann haben wir hier noch 2 mittelgroße Zwiebeln, die sind auch aus unserem Garten. Den Knoblauch habe ich nicht gefunden, der ist irgendwie, hat sich irgendwo zwischen den Pflanzen versteckt, aber deshalb habe ich da gekauft genommen. Ein Stück Ingwer, ob der Ingwer was geworden ist, weiß ich noch nicht so genau. Der hat auf jeden Fall einen Sonnenbrand bekommen bei uns. Und ein Teller mit Gewürzen. Und die bestehen aus ein paar Nelken, die werden wir nachher klein stoßen, einen Teelöffel Pfefferkörner, im Rezept steht schwarzer Pfeffer. Ich mische die einfach, wird auch gut gehen. Die werden auch klein gestoßen, eine Chilischote, einen Teelöffel Zimt und einen halben Teelöffel Salz. Und das war's auch schon. Dann können wir jetzt beginnen, das Chutney vorzubereiten. So, die erste Amtshandlung ist wie immer, das sind Steinen der Zwetschgen, die sind bereits gewaschen, also nicht wundern. Und jetzt schneide ich die auf, hole den Kern raus, gucke, ob eine Made drin ist, weil das kommt ganz selten tatsächlich dieses Jahr auch vor. Ich vermute mal, aber da seid ihr wahrscheinlich eher die Experten. Ich mache da jedes Jahr einen Leimring unten um den Baum herum. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum die so relativ madenfrei sind. Aber wenn ihr wollt, schreibt das mal in die Kommentare rein, ob das wirklich die Ursache ist. Oder ob ihr eine andere Idee habt, warum so wenig Pflaumen madig sind. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Genau, ich nehme jetzt auch die sehr reifen Pflaumen. Also ihr seht das von der Farbe her. Jetzt nicht die noch irgendwie grün sind, weil die sind dann erstens A, sauer. Und zweitens bilden die sehr viel Flüssigkeit. Also wer mein Pflaumenmus-Video gesehen hat, der weiß, dass mir Oma den Tipp gegeben hat im Anschluss. Also wer es auch zu Ende geguckt hat, der weiß, dass Oma mir den Tipp gegeben hat, dass das Pflaumenmus tatsächlich dann deutlich länger einkocht, wenn die Pflaumen noch nicht 100% dieses, ich sag mal, ich nenne das jetzt mal Endstadium erreicht hat. Also dass die wirklich super reif sind. So, und bei mir waren ja alle, ihr wisst ja, der Baum hat einen Ast verloren im Urlaub. Der ist was abgebrochen, ein großer Ast. Und die waren tatsächlich unterschiedlich im Reifestand. Manche waren wirklich schon kurz vor und andere waren noch relativ grün. Und damit die mir nicht alle kaputt gehen da, habe ich mir gedacht, ich verarbeite die bereits. Und das wird die Ursache gewesen sein, dass hier dass das Pflaumenmus im Prinzip etwas länger gebraucht hat für das Einkochen. Nichtsdestotrotz, ihr könnt es mir glauben, es ist mega lecker geworden. Also ich esse das aktuell jeden Tag, ich kann da nicht die Finger von lassen. Aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist ein sehr einfaches Rezept mit recht wenig Zucker und wenig weiteren Zutaten. weil ich liebe es, wenn die Rezepte sehr einfach sind und die Zutaten nicht zu komplex werden, weil dann verlierst du irgendwann einfach auch den Geschmack der Grundzutaten.
Und das ist super lecker geworden, das Pflaumenmus. Also guckt es euch gerne mal an, das Rezept, kocht es auch gerne mal nach und schreibt auch von mir aus gerne in die Kommentare rein, wie ihr es findet oder ob ihr es anders kocht. Genau, also wir brauchen jetzt 900 Gramm Pflaumen. Ich muss die gleich mal wiegen. Die sind alle so super reif. Ich habe gedacht, da sind welche bei, die noch nicht ganz so sind, aber die sind alle wirklich total reif und können sofort verwendet werden. So, die Pflaumen sind tatsächlich schon fertig. Das sind 900 Gramm. Ich habe schon überlegt, ob ich die doppelte Menge mache. Aber Leute, ich habe das noch nie gekocht. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut funktioniert. Oder ob die dann zu verkochen, die Pflaumen. Deshalb, ich weiß es nicht. Ich lasse das erstmal so. Die Pflaumen gibt es dann gleich zum Essen. Und den Rest stelle ich zur Seite. Gut, also wenn wir die Pflaumen klein gemacht haben, dann müssen wir uns um die Gewürze kümmern. Und zwar werden wir die erstmal im Mörser klein machen, also jedenfalls die Nelken, weil die sollen sehr fein werden, als auch die Pfefferkörner. Da könnt ihr irgendeinen handelsüblichen Mörser nehmen. Ich nehme ja gerne diesen kleinen, für so kleinere Mengen auch. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Da müssen wir den ganzen Kram jetzt irgendwie fein kriegen. So, falls ihr es seht, da ist sie wieder, ne? Die Süße. Ja, ja. Vielleicht fällt was ab. Man kann ja mal gucken kommen. Das vielleicht in den vorigen Videos schon mal gesehen. Die kriegt von uns auch nichts vom Tisch und nichts. Also nicht wundern. Aber man kann es ja trotzdem als Hund nochmal versuchen, ob nicht vielleicht doch nochmal irgendwas ausversehentlich runterfällt, was man sich schnell holen kann. Und deshalb kommt es immer mal gerne gucken, wenn ich hier am Kochen bin. Gut. Nächster Schritt. Wir müssen die anderen Zutaten, die noch offen sind, klein schneiden. Also die Zwiebel, den Knoblauch, den Ingwer und sind hier wieder drunter. Ein Pfefferkorn und den Chili. Dann mal los. Ich habe tatsächlich erst überlegt, ob ich ganz dekadent hier einen Häcksler nehme und den klein mache, aber habe mich dagegen entschieden. Wir wollen ja versuchen, so original wie treu wie möglich nachzukochen. In dem Zusammenhang, die Planung der Außenkochstelle geht weiter. Ich habe da schon ein paar coole Ideen. Boah, das ist ein dickes Auto, was hier gerade vorbeigefahren ist. Aber ob ich das dieses Jahr noch geschafft kriege, das weiß ich nicht. Aber habe das mal im Hinterkopf. Da wird nächstes Jahr definitiv was passieren. Denn ich gedenke, deutlich mehr auch auf Feuer zu kochen, weil ich das einfach super geil finde. Das ist halt sehr ursprünglich und das macht sehr viel Spaß. Deshalb ist die Überlegung, entsprechend mehr nach draußen zu gehen. So, das haben wir klein gehackt. Das kommt jetzt in den Topf. Fehlt noch der Knoblauch, der Ingwer und der Chili. Los geht's. Und der Knoblauch ist jetzt schön fein geworden. Die Chili ist auch von uns aus dem Garten. Ich habe da jedes Jahr immer zig verschiedene Sorten. Ich probiere mich da auch immer mit was Neuem aus, weil ich esse gerne scharf. Und da gibt es halt welche, die sind super gut geeignet, hier wie diese hier. Die kleine Chilis, die kann man auch trocknen. Ich weiß gar nicht, wie die Sorte wirklich heißt. Die kann man wunderbar trocknen. Dann habe ich noch ein paar fleischige, die ich eigentlich lieber nehme. Die sind aber noch nicht gut. Die Habaneros für zum Beispiel so ein Chutney. Ja, also da kommt bald ein Rezept für ein Tomaten-Chili-Chutney. Das ist schon... Die erste Runde ist schon fertig, das passt aber gerade nicht in den Ausspielungszeitraum. Das kommt aber bald, macht euch da keine Sorgen. Und dann probiere ich gerade welche aus für Frischkäse reinzumachen. Ihr kennt die sicherlich beim Aldi oder beim Lidl, diese Kirschtomaten oder so heißen die mit Frischkäse gefüllt sind. Da habe ich tatsächlich was angepflanzt dieses Jahr. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ihr wollt, kann ich euch da gerne mal auf dem Laufenden halten. Da bin ich sehr gespannt. Aber die sind halt noch nicht reif. Beziehungsweise die erste ist jetzt reif, aber die werden natürlich verwahrt für Samen für nächstes Jahr. Also da bin ich noch nicht so weit. So, den Ingwer mache ich jetzt tatsächlich nicht ganz dran. Denn das Rezept sagt einen Esslöffel Ingwer. Und wenn ich überlege, wie viel das jetzt hier ist, wird das vielleicht zu viel. Dann mache ich ein bisschen weniger dran und den Ingwer, dann machen wir uns gleich ein schönes Wässerchen draus. Ist auch gut, wenn man mal Erkältungen hat, schon mal für den Winter
Sehr gesund. So, dann machen wir das noch was feiner. Und rein in den Topf damit. So, jetzt müssen wir ein bisschen umdisponieren mit der Kamera. Eine Sekunde bitte. Gut. Dann lösen wir jetzt den Zucker im Weinessig und in den Gewürzen auf. So, der Zucker ist jetzt aufgelöst und jetzt kommen die Pflaumen hinzu. Und jetzt ist ganz wichtig, dass das Chutney auf kleiner Flamme wirklich sehr lange einkocht. Ich denke mal, das wird eine Stunde oder länger dauern, damit sich die Zutaten alle miteinander wunderbar verbinden, die Aromen hinauskommen und ja, im Prinzip muss der Apfelessig raus, ja. Also das Wasser jedenfalls. Und das dauert nun mal sehr lange, bis es schön eingekocht ist. Da werden wir sehen, das wird ich denke mal, eine sehr, vielleicht auch wieder mussige Konsistenz werden, wenn es dann fertig ist. In der Zwischenzeit, wo das einkocht, werde ich die Gläser sterilisieren. Und dann schauen wir an und dann immer mal wieder rein, wie es denn aussieht. Ach so, macht hier keinen Deckel drauf, die Feuchtigkeit muss hier raus. Ne? Also die muss da verdunsten bei geringer Hitze und dafür muss der Deckel ab. Gut, bis gleich. Schauen wir mal. Also, das Chutney kocht jetzt, ja, ich würde mal sagen 20 bis 30 Minuten. So ganz genau weiß ich es nicht. Und ihr seht, da muss noch einiges passieren. Aber guckt euch die Farbe an. Das sieht schon super lecker aus. Ich freue mich. Bis gleich. So, schaut mal, wie schön das jetzt eingekocht ist. Es hat tatsächlich sehr lange gedauert, in Anführungsstrichen. Ich habe auch schon einen Geliertest gemacht. So, schaut mal, wie schön das jetzt eingekocht ist. Hat relativ lang gedauert, ich würde mal sagen 1,5 Stunden Pi mal Auge. Ich habe auch schon einen Geliertest gemacht, das sieht super aus. Und ich werde das jetzt in die Gläser abfüllen. Schaut euch mal die Farbe an, oh herrlich. Aber dabei nehme ich euch jetzt nicht mit, das muss jetzt schnell gehen, damit mir das alles steril bleibt. Das Ergebnis seht ihr dann. Bis dann. So, kommen wir zur Verkostung des Zwetschgen-Chutneys. Und ich habe mir so ein Muster hier abgenommen von den Gläsern und es ist tatsächlich relativ fest geworden. Also ich würde mal sagen, von der Konsistenz her ist es wie Erdnussbutter. Und wir werden es mal probieren. Schmeckt sehr aromatisch nach den Zwetschgen. Und was geil ist, im Nachgang kommt da so eine gewisse Schärfe durch von den Chilis. Den Zimt schmecke ich raus. Und es ist recht süß tatsächlich. Und die Konsistenz ist ziemlich geil. Die ist so ein bisschen wie Zwetschgenmus, vielleicht teilweise sogar noch ein bisschen fester. Guck mal hier. Es klebt sogar am Löffel. Ist sehr lecker geworden, Leute. Also kann ich euch empfehlen. Ich habe noch ein paar Zwetschgen da. Ich denke, ich werde noch eine Runde machen. Es sind jetzt 4 kleine Gläschen geworden. Ich zeige die euch gleich mal und blende die mal parallel ein. Kann ich nur empfehlen. Das Zwetschgenmus soll jetzt noch 4 Wochen Pi mal Auge nachreifen, bis es das volle Aroma entfaltet. Ich kann natürlich nicht 4 Wochen warten. Das geht nicht. Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Lasst es ruhig auch noch mal ein paar Tage, 1, 2 Wochen stehen, dass es den vollen Geschmack entfaltet. Und probiert es mal aus. Ich werde es jetzt zur Schulanführung des Sohnemanns mal anbieten zu den Fleischgerichten, die es gibt. Und da bin ich mal gespannt, was der Besuch dazu sagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das gerade zu Fleisch super gut harmoniert. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert ruhig mal den Kanal. Und
Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, macht's gut.